Heute zeige ich euch, wie ich in Französisch-Polynesien lebe, speziell hier auf der Insel Moorea. Ich zeige euch mein Haus, wir machen eine MTV Cribs Tour sozusagen und dann zeige ich euch auch ein wenig die Umgebung. Herzlich willkommen hier bei Athletics. Okay, bevor es losgeht, starten wir den Tag aber mit einem kurzen Training und Frühstück. Ja, das ist mein athletisches Frühstück. Hier Protein-Pancakes mit meiner selbstgemachten Schokocreme. Schmeckt besser als Nutella, ist aber wesentlich gesünder. Viel Kakao, macht glücklich und happy und munter. Alright, starten wir nun los. Das hier ist der wunderschöne Garten zu dem Haus. Und ihr seht, hier wachsen auch Bananen, hier wachsen jede Menge andere Dinge. Die Eigentümer haben dafür gesorgt, dass sehr viel hier wächst, dass man auch essen kann, damit man auch versorgt ist. Weil ihr müsst wissen, Moorea oder speziell Französisch-Polynesien ist extrem teuer. Speziell die Lebensmittel hier. Die meisten Dinge sind importiert und in den Supermärkten herrschen Preise, die sind absurdum. Ich werde ein eigenes Video darüber machen, mal so einmal durch den Supermarkt gehen und euch mal die Preise zeigen. Aber nicht vom Sessel fahren. Okay, deswegen hier jede Menge Früchte und schauen wir uns mal kurz den Grund hier an, was es hier so zu sehen gibt. Prinzipiell zur Situation muss man sagen, als Tourist ist Französisch-Polynesien und Moorea nochmal speziell teuer, extrem teuer. Und deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, wenn man als Tourist kommt, mal schaut, dass man günstig unterkommt und dann sich ziemlich schnell mit Einheimischen anfreundet, denn dann hat man Gelegenheiten wie zum Beispiel einen Bungalow mieten. Auf Langzeitmiete ist dann wesentlich günstiger, als wenn man hier Airbnbs mietet oder Hotels. Ja, ich hatte hier das Glück, dass ich Einheimische kennenlernen durfte, die diesen komplett neuen Bungalow gebaut haben. Er ist gerade mal 6 Monate alt. Und ich zeige es dir mal kurz. Auf dem Dach gibt es Solarpaneele, also richtig mega. Hier hinten, fangen wir mal gleich an, gibt es auch eine neue Waschmaschine. Hier kann man eine Wäsche aufhängen. Und dann gibt es diese wundervolle Terrasse hier. Seht euch das mal an. Hier habe ich wundert euch nicht, ich habe hier meinen Schreibtisch eingerichtet mit einem besseren Stuhl, damit ich arbeiten kann. Ich arbeite jeden Tag athletischen Code am athletischen Weg. Wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, abonniert den Kanal, verpasst dem Video ein Like. Hier geht es primär um ein gesünderes, wahrhaftigeres Leben, das wir leben können, ohne uns selbst zu belügen, ohne uns selbst zu verbiegen und genau das machen, was zu unserem eigenen Selbst passt. Das ist der athletische Weg. Ja, schauen wir mal weiter. Hier gibt es eine schöne Hängematte, da fühle ich mich wie Terence Hill und Bud Spencer, eher wie Terence Hill. Und das ist der mega Ausblick. Das ist echt wunderschön. Auch diese Stille hier unten, falls ihr es hören könnt, da fließt ein Bach durch. Das ist einfach auch mega. In der Früh gehe ich oft einfach hier unten spazieren und dann bade ich meine Füße hier gleich mal direkt im Fluss. Das ist wirklich ein Traum. Okay, hier ist die Küche mit diesem wunderschönen, das gefällt mir richtig gut. Die Idee ist ja mega, dass man diesen kleinen Raum, der Bungalow ist nicht groß, aber diesen kleinen Raum macht man hier sozusagen zu einer großen Fläche, wo man sich nie eingeengt fühlt. Denn ihr müsst wissen, hier die Temperatur ist immer um die 28 bis 30 Grad und man verbringt die meiste Zeit eigentlich draußen. Alles ist immer offen. Man verbringt wenig Zeit im Innenraum, deswegen ist gerade sowas wie hier enorm wichtig. Man ist gut geschützt, denn das Wetter kann auch mal unangenehm werden hier, man glaubt es nicht. Es wird nicht kalt, aber es kann richtig starke Stürme, pazifische Stürme geben, speziell in der Regenzeit hier. Also Sommer ist, wenn in Europa Winter ist, dann haben wir hier Sommer, aber dafür haben wir Regenzeit. Regenzeit bedeutet, es ist nicht immer regnerisch. Ihr seht, wir haben jetzt die Hochregenzeit. Und es sieht so aus, aber ich hatte vor 14 Tagen, da hat es 10 Tage nur geregnet, durchgeregnet, 10 Tage. Ich habe noch nie so viel Wasser gesehen in meinem Leben, also so viel Regen, ist unglaublich. Okay, machen wir die Tour weiter. Ihr seht, hier haben wir eine kleine Küche. Es ist für die Verhältnisse hier
mega. Also es ist wirklich alles wunderschön. Ich habe in ganz anderen Dingen hier gewohnt. Ihr seht, hier gibt es einen Gasofen, Gasherd. Alles, was man braucht, ist hier. Wir haben auch unseren Wasserspender hier und frisches Wasser, Lebensmittel. Wichtig ist das für die ganzen Insekten und Tiere, dass einfach die Lebensmittel, die dann offen sind, dass man die gut verpackt, weil sonst hat man sofort Ameisen oder anderes Ungeziefer hier drin. Das Wasser in Morea kann man prinzipiell nicht trinken, es ist aber jetzt auch nicht mega schlecht, es kommt vom Berg. Ihr seht, es gibt jede Menge Berge hier, aber man sollte das Leitungswasser direkt nicht trinken. Die meisten haben eine Filteranlage hier drinnen, womit man das Wasser trinken kann. Und ich hole mir sozusagen diese Wasserflaschen hier vom nächsten Brunnen. Und somit passt das dann auch sehr gut. Diese Kekse kennt ihr vielleicht, typisch französisch. Das Spannende ist, es gibt hier, der große Mix in den Supermärkten sind französische Produkte und amerikanische Produkte. Vielleicht manchmal ein bisschen noch was aus Kanada und Australien. Ein guter Kühlschrank. Und hier geht es dann weiter in the Master Bedroom sozusagen. Es ist nicht ganz so Master, aber es ist immerhin noch richtig cool. Einen kleinen Kasten hier, das Bett. Und ihr seht, hier gibt es immer einen wunderschönen tollen Ausblick. Und ich muss euch Jackie zeigen. Das hier ist Jackie. Das ist mein kleiner Freund, der kommt mich immer besuchen. Speziell, wenn ich am Abend am Computer arbeite. Kommt ja jemand und setzt sich auf meinen Laptop. Ja, das ist hier das Badezimmer. Ich habe in ganz Französisch-Polynesien noch nie so ein schönes Badezimmer gesehen. Es ist komplett neu. War ich auch ziemlich happy, wie ich das hier gesehen habe. Ja, that's it. Es ist, wie gesagt, es ist nicht groß, aber bescheiden gut. Und also für mich, für meine Verhältnisse ist es mega cool, weil ich mag neue Dinge. Ich mag es, wenn viele Dinge elektrisch sind. Ich mag Solaranlagen und deswegen ist das hier perfekt für mich. Ich habe vorher ganz anders gewohnt. Speziell die ersten Monate oder speziell die ersten Wochen bin ich einfach bei Freunden untergekommen, also Freunde. Ich habe niemanden gekannt hier. Ich spreche weder Französisch oder ich habe weder Französisch gesprochen. Ich spreche jetzt je parle un petit peu français. Also desto länger ich da bin, desto besser spreche ich auch Französisch. Aber zu Beginn war da gar nichts vorhanden. Und da die meisten Franzosen fast kein Englisch sprechen, war das schon eine Hürde, aber man schafft es dann trotzdem, dass man sich verständigt. Und so habe ich in den ersten Tagen gleich sehr freundliche Einheimische kennenlernen durften, wo ich dann bei denen gewohnt habe. Und dann bekommst du halt so ein kleines, schäbiges Zimmer, wo ich sehr dankbar war dafür zu dieser Zeit, dass ich einfach unterkommen konnte, da die Preise in Hotels ziemlich teuer sind. Und so Stück für Stück arbeitet man sich dann hoch und ja, dann endet man in so einem wunderschönen Bungalow wie hier. Dann hätte ich gesagt, zeige ich euch mal die Umgebung hier ein wenig, was hier so abgeht und wie weit das Meer entfernt ist, denn ich glaube, ihr alle wartet auf den Blick aufs Meer. So, hier geht's raus auf die Straße. Die sieht dann so aus. Yep. Wow. Jedes Mal aufs Neue finde ich es wunderschön hier. Und hier, ihr könnt schon das Meer sehen von hier. Schaut euch das mal an. Ich zoome mal hier ran. Oh, here it goes. Von hier kann man schon das Meer sehen. Größtenteils sind hier Franzosen unterwegs. Das merkt man sehr, sehr stark. Ich würde sagen, 70% sind hier Franzosen neben den Einheimischen. Dann hat man vielleicht 15% Amerikaner und der Rest sind dann Touristen aus anderen europäischen Ländern und aus China, aus Asien immer mehr. Ja, ihr seht, es wird hier nun etwas zivilisierter. Wir sind dem Meer schon ganz nah und hier ist die eine große Hauptstraße, die einmal um die Insel fährt. Mehr gibt es nicht, eine asphaltierte Straße, aber die ist dafür richtig schön. Die ist in einem guten Zustand. Wie ihr sehen könnt, hier gibt es auch eine Tankstelle. Ich glaube, es gibt 3 Tankstellen hier auf der Insel. Ich zeige euch jetzt mein Fitnessstudio, da fahren wir mal kurz hin. Denn das ist nicht weit von hier. Ich habe ein paar Einheimische kennenlernen durften, denn die Fitnessstudios hier sind enorm teuer. Das sind wirklich absurde Preise, die man hier fürs Training bezahlt. Deswegen bin ich umso glücklicher, dass ich einfach mit Einheimischen in Kontakt gekommen bin und die mir hier ihr kleines, bescheidenes Gym zur Verfügung stellen.
was meines Erachtens richtig fantastisch ist. Und seitdem ich hier bin, wurde es auch mega verbessert. Wir haben einfach zusammengelegt, jeder hat ein bisschen was bezahlt, ich habe hier mitbezahlt, damit wir das asphaltieren können hier, damit wir nicht im Gatsch trainieren. Und es sieht mittlerweile mega stark aus. Ich zeige euch das mal. So sieht das Ganze aus. Man kommt hier von der Hauptstraße rein. Und ja, dann hat man hier ein paar Trainingsgeräte. Joanna. Hey. Hey. Ja, wie gesagt, es ist kein Luxus hier, aber ganz ehrlich, ich muss sagen, für mich ist das hier absoluter Luxus. Denn man hat alles, was man braucht. Man kommt mit Einheimischen in Kontakt. Und man hat einfach eine gute Zeit hier. Und ich liebe es, draußen zu trainieren, denn die ganzen Fitnessstudios hier, die sind ohnehin so stark klimatisiert, dass dass das keinen Spaß für mich macht. Es gibt hier auf der Insel auch nur ein Fitnessstudio. Das ist auf der anderen Seite der Insel. In Tahiti ist das anders. Da gibt es in der Hauptstadt Papeete viel mehr Dinge. Es ist auch wirklich städtisch, kann man sagen, in Papeete. Hier gibt es prinzipiell nur ein Fitnessstudio und dann eben so Homemade-Lösungen wie das hier. Und ihr seht hier, das ist eine Wohnstraße hier mit schönen Bungalows. Ich zeige euch das mal direkt am Meer. Die haben einfach einen mega starken Ausblick. Seht euch das mal an. Hier auf einem der berühmtesten Berge von Moorea, Signature Mountain. Und das sieht hier einfach traumhaft aus. Ah ja, also hier trainieren zu dürfen, es ist wirklich ein Privileg, ein Blessing. Und ja, die Einheimischen, die sprechen Französisch und Tahitianisch. Das bedeutet, sie haben ihre eigene Sprache, plus sie sprechen halt Französisch. Wobei man sagen muss, dass viele Einheimische ihre eigene Sprache nicht mehr sprechen oder nicht mehr so gut sprechen. Man könnte sagen, sie geht ein wenig verloren. Das ganze System drängt die Menschen dazu hin, Französisch zu sprechen. Ja, das ist so meine Hut, in der ich lebe, hier unten am Meer angekommen. Ihr seht, es ist schon fantastisch. Nicht weit von hier, hinter diesem Berg hier, ist einer der schönsten Strände von Moorea. Da brauche ich sicher 15 Minuten mit dem Rad hin. Und dort gibt es weiße Strände mit Palmen. Das zeige ich euch im nächsten Video. Ich zeige euch den Supermarkt, der hier gleich vorne ist. Und gehe mal mit euch eine Runde durch den Supermarkt, dass ihr sehen könnt, ja, wie es sich hier so lebensmitteltechnisch lebt. Und was es noch zu sagen gibt über Moorea, ist, dass Moorea vom Inselgefühl her ganz anders ist als Tahiti. Tahiti ist, obwohl Tahiti schon eine kleine Insel ist, spürt man dort trotzdem viel mehr, speziell in der Hauptstadt, diesen Kleinstadt-Vibe, sagen wir Kleinstadt-Vibe. Und man merkt halt die amerikanische und europäische Kultur, die halt hier einfach immer dominanter wird und die Menschen wollen große Autos fahren, sie wollen tolle Jobs, sie wollen viel Geld verdienen. Hier in Moorea ist das noch ganz anders. Hier in Moorea gibt es viele, die gar nicht arbeiten gehen, Einheimische, die einfach nur davon leben, dass sie einmal in der Woche auf Fischfang gehen, dann den Fisch auf der Straße hier verkaufen und that's it. Die haben teilweise wunderschöne Grundstücke direkt am Meer, was traumhaft ist, was wunderschön ist. Das sind keine schönen Häuser, die sie besitzen, aber sie haben eine der schönsten Locations der Welt. Blaue Lagune vor deiner Haustür, es ist einfach fantastisch. Was ein wenig schade ist, dass immer mehr große Investoren auch nach Moorea kommen wollen und einfach riesen Hotelkomplexe hier bauen wollen. Das ist so ein bisschen ein Nachteil, da gibt es gerade eine riesen Diskussion. Einen der letzten großen, wunderschönen Strände, der einfach für die Öffentlichkeit da ist und die meisten Einheimischen nutzen, den will ein großer Investor kaufen und ein mega Hotel dorthin bauen. Ja, die Einheimischen versuchen sich dagegen zu wehren. Wie weit sie es schaffen werden, bleibt offen. Ja. Es ist schön, wenn man ein wenig die Welt kennenlernt und von anderen Perspektiven noch sieht und sehen kann, wie die Welt mal war, bevor
der große Massentourismus auch angelangt ist. Und hier in Moorea gibt es teilweise noch Plätze, wo der große Massentourismus noch nicht so ist, aber noch viel mehr auf kleineren Atollen, kleineren Inseln da draußen, wo fast gar keine Touristen hinkommen. Und das ist das Schöne an Französisch-Polynesien. Wer einfach nur leben möchte, nur von der Natur, der kann das auch hier tun. Der kann sich auf eine Insel hier absetzen und einfach vom Fischfang und von Kokosnüssen leben. Aber ich kann euch sagen, ich habe es probiert. Es ist dann schon wieder schön, in die Zivilisation zurückzukehren. Man weiß es dann auch zu schätzen, was es heißt, wenn viele Menschen zusammenhelfen und etwas Großartiges bauen. Man darf es nur nicht übertreiben, meines Erachtens. Ja. Man muss schauen, dass man eine schöne Balance trägt, und darum geht es auch am aletischen Weg. Es geht darum, die eigene Balance zu finden, die eigene Wahrheit zu finden und auch mit der Natur in Balance zu leben, sodass es nicht kippt. Denn wir müssen einfach verstehen, dass wenn wir etwas ausbeuten, werden wir ausgebeutet. Es ist ein Urprinzip oder ein Gesetz der Natur, das ich hier lernen durfte durch die Einheimischen bei ein paar Ritualen an alten Tempeln. Und die polynesische Kultur ist sehr weise, was das Wissen angeht über die Natur, über die Gesetze der Natur. Und es geht darum, dass alles miteinander verbunden ist und dass egal was du tust in der Welt, es einfach zu dir zurückkommt. Das ist einfach ein Gesetz. Das heißt, an sich ist die Natur moralisch neutral. Egal was du tust, der Natur ist es egal. Aber du musst verstehen, dass es einfach wieder zurückkommt. Das heißt, so wie du in die Welt nach außen gehst, genauso kommt es zu dir zurück. Wenn du Menschen ausbeutest, wirst du ausgebeutet. Wie du bist mit der Welt, so ist die Welt mit dir. Und ich denke, dieses Prinzip dürfte ich ganz besonders spüren in den letzten Monaten, Wochen hier und durfte so viel davon lernen und so viel für mein eigenes Leben mitnehmen. Ich werde dazu noch mehr berichten in den nächsten Videos, wie es dazu gekommen ist, welche Rituale ich gemacht habe hier und was das Leben mir Wunderschönes gegeben hat, hier an einem der schönsten Plätze der Welt. Okay, damit möchte ich das Video heute abschließen. Kommentiert gerne bei Fragen. Ich werde in den nächsten Videos hoffentlich alle eure Fragen beantworten. Verpasst dem Video ein Like und teilt es, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, ich wünsche euch aletische Grüße. Alles Gute.